Hallo und willkommen zurück. Ich bin Simone, deine Tai Chi Trainerin in Düsseldorf. In meinem heutigen Video zeige ich dir 2 weitere Grundstellungen und die Grundschritte von Tai Chi. Sie bilden die Basis für Stabilität und Balance bei gleichzeitiger Flexibilität und Beweglichkeit. Falls du mein erstes Video verpasst hast, empfehle ich dir es anzuschauen, denn dort erkläre ich die Grundstellung. Legen wir jetzt los. Beginnen wir im Bähnchen. Die Füße sind parallel und schulterbreit. Diese Position gibt uns Zentriertheit oder Zhongbing, wie wir im Tai Chi sagen. Von dort aus beugen wir langsam die Knie und bleiben dabei aufrecht. Dann strecken wir sie wieder und drücken einfach mal unsere Knie. Achte darauf, dass die Füße und die Knie in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, die Knie werden nicht nach außen gedrückt, aber auch nicht nach innen fallen gelassen. Knie und Füße bilden eine Einheit. Okay, starten wir nun mit der nächsten Fußstellung, Qi Gu. Wir sinken wieder in die Knie, verlagern aber den Schwerpunkt dabei auf ein Bein und setzen den frei gewordenen Fuß nach vorn, sodass wir immer noch parallel und schulterbreit stehen. Wie auf einer Bahnschiene. Die Fußspitze zeigt nach oben und du kannst dir vorstellen, dass sie mit dem Bauchnabel verbunden ist. Das Gewicht liegt jetzt zu 70% auf dem hinteren Bein. Von hier aus gehen wir in die nächste Position, indem wir den vorderen Fuß langsam ablegen und das vordere Bein beugen. Das Gewicht kommt aufs vordere Bein, das hintere Bein wird locker gestreckt. Das ist das Gongbu, der Bogenschritt. Von dort aus geht es zurück, wir beugen das hintere Knie, denken mit dem Gewicht in den Boden hinein und setzen uns zurück in den leeren Schritt, Qi. Noch einmal nach vorne, Fuß ablegen, Knie beugen, Gewicht nach vorne und dann wieder zurück. Stelle den Fuß anschließend wieder ins Bähnchen. Wiederhole diese Übung mit dem anderen Bein. Dabei zeige ich dir das Ganze von der Seite. Wir sinken wieder in die Knie, setzen uns aufs andere Bein und setzen den rechten Fuß in meinem Falle nach vorne. Hinten ist das Hauptgewicht. Jetzt gehen wir nach vorne und beugen das vordere Bein und nehmen den geraden Rücken aus der ebenlangen Position mit nach vorne, sodass der Oberkörper und das hintere Bein in einer Linie stehen. Setzen jetzt wieder zurück, beugen das hintere Knie und bringen die Fußspitze am Ende nach oben. Ablegen, beugen und nach vorne. Dann wieder zurück. Füße komplett zurück, rechts Fuß wieder parallel und die Knie locker strecken. Das waren die 2 Fußstellungen, Qi Gu und Gongbu. Kommen wir nun zur zweiten Übung, den Tai Chi Grundschritten, die sich aus diesen beiden Fußpositionen ableiten. Die folgenden Bewegungen solltest du langsam und gleichmäßig ausführen. Wir stehen wieder im Bähnchen Gu, beugen die Knie und gehen ins Qi Gu. Setze einen Fuß nach vorne, bei mir ist es jetzt der linke. Von hier aus verlagerst du nach vorne ins Gongbu. Wenn wir nun einen Vorwärtsschritt machen wollen, muss das hintere Bein frei werden. Das bedeutet, wir schieben das Becken nach vorne, drücken uns vom Boden ab nach oben und richten uns komplett auf bei weiterhin gebeugten Knien.
Das heißt, hier wird nicht aufgerichtet in dem Sinne, sondern wir bleiben die ganze Zeit tief, nur der Oberkörper wird jetzt aufgerichtet, sodass wir auf einem Bein sitzen. Mit dem unbelasteten Bein setzen wir einen Schritt nach vorne und den Fuß locker auf der Ferse ab. Von da aus gehen wir wieder nach vorne ins Ruder. Wenn wir einen Rückwärtsschritt machen wollen, gehen wir natürlich wieder zurück, beugen das hintere Bein und richten die Fußspitze ab. Nun sinken wir mit dem Schwerpunkt auf dem vollen belasteten Bein etwas ein. Der rechte Fuß in dem Fall hebt etwas ab und wir setzen den Fuß in einen leichten Bogen zurück ins Gung. Von der Seite sieht das Ganze so aus. Wenn dir die Übungen gefallen haben, dann abonniere gerne meinen Kanal. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine neuen Tai Chi Videos. Auch im heutigen Video möchte ich dir zum Schluss 3 Tipps mitgeben, mit denen du die Bewegungen korrekt ausführen kannst und dein Gleichgewicht verbesserst. Achte besonders auf diese Details, um das Beste aus den Übungen herauszuholen. Tipp Nummer 1. Sowohl im Hygu als auch im Gung-Bu liegt der Körperschwerpunkt immer auf einem Bein, nie zwischen den Füßen, weil das die Beweglichkeit einschränkt. Das sogenannte volle oder belastete Bein, zum Beispiel wenn ich im Hygu hinten rechts sitze, ist zu 70% belastet, der vordere Fuß zu 30%. Wenn wir das Gewicht verlagern, wechselt der Schwerpunkt. Das heißt, dann ist das vordere Bein zu 70% belastet und das hintere Bein nur zu 30%. Tipp Nummer 2. Mache die Schritte weder zu lang noch zu kurz. Zu kurz bedeutet, dass in deinem parallelen Stand Ferse und Fußspitze auf einer Linie beisammen sind. Zu lang bedeutet, dass Ferse und Fußspitze mehr als eine Fußlänge auseinanderstehen und du deshalb besonders tief stehen musst, um weiterhin auf dem hinteren Bein zu sitzen. Die optimale Länge beträgt eine halbe Fußlänge. Also schau einfach mal, wie lang sind deine Füße, was wäre eine halbe Fußlänge und setze dann den Fuß auf dieser Linie zurück. Hier sitzt du sehr zentriert und stabil auf deinem Bein und kannst dein Gleichgewicht optimal halten. Tipp Nummer 3, die Körperlinie. Vom Kopf über den Rücken bis in den hinteren Fuß entsteht immer eine vertikale Achse. Wenn wir nach vorne ins Gung-Bu gehen, wird diese Achse schräg, läuft aber immer noch über den geraden Rücken ins linke Bein. Diese Übung hilft dir dabei, deinen Körper als eine Einheit wahrzunehmen, wie diese Perlenkette, bei der die einzelnen Perlen auf einer Schnur aufgereiht sind und Stabilität erzeugen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast. Im nächsten Video zeige ich dir weitere Tai Chi Bewegungen für Anfänger. Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude bei den Übungen. Bleib dran und bis bald!